Tobias, 27 Jahre alt, arbeite bei der Hightech PDS GmbH als Service Account Manager. Also die Hightech PDS stellt Röntgenanlagen her sowie Handhabungssysteme. Wir liefern die Systeme aktuell in dem Automotive-Bereich sowie in der Pharmaindustrie und schauen uns dann auch aktuell in dem Energiesektor um. Wir bieten als Dienstleistung einerseits Retrofits an, wo dann nachher eine komplette Anlage, die mittlerweile nicht mehr Stand der Technik ist, nachher wieder abgegradet wird. Das heißt, die neueste Hardware kommt rein, softwareseitig, konstruktionsseitig wird das Ganze nochmal betrachtet. Das ist einerseits ein Part von der Dienstleistung. Ja, im After-Sales-Bereich, gerade im Service, haben wir dann nachher Wartungsverträge und Serviceverträge, wo wir als Produkte anbieten. Für mich sind echte Service-Innovationen etwas Disruptives, also was so noch nicht existiert. Ich sag mal, wenn Prozesse komplett neu oder effektiver nachgestaltet werden können. Und dazu zählt für mich persönlich jetzt Predictive Maintenance dazu. Das heißt Datenerhebung, Daten auswerten und darunter zählt definitiv nachher auch Visual Support mit dazu. Bei der Hightech PDS bieten wir einen Hightech Visual Support an. Ist ein innovativer neuer Service, den wir anbieten. Wir unterstützen damit unsere internationalen Kunden weltweit mit einer direkten Unterstützung aus dem Büro von unserem Headquarter aus. Unser Hightech Visual Support haben wir mit Oculavis eingeführt, unserem Partner, der uns an der Seite steht. Die aktuellen typischen Anwendungsfälle vom Hightech Visual Support sind zum einen ganz klassisch die Fehlersuche und zum anderen werden Schulungen darüber hinaus durchgeführt. Wir als Hightech haben den Mehrwert mit der Hightech Visual Support Lösung, dass wir eine Planungssicherheit haben. Wir wissen zu jeder Zeit, welche Kollegen wann nachher eingesetzt werden müssen und wann wir die Lösung dann hier anwenden können und sagen, wir lösen es von hier. Zudem geht unsere Wissenreise und nicht mehr unsere Servicetechniker. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Die Jungs sind abends wieder zu Hause bei ihrer Familie, bei ihren Frauen, Freundinnen. Und zudem haben wir zu jeder Zeit die Informationen, die wir dann nachher auch brauchen, um das Problem zu lösen. Ja, die Vorteile von dem Kunden selber: Er muss seine ganzen Kollegen, das Personal nicht zu uns her schicken, beziehungsweise unsere Kollegen müssen nicht dorthin fliegen, je nachdem vom Anwendungsfall von der Schulung. Und zum anderen kann er natürlich auch das skalieren, so wie er das nachher möchte. Also er kann so viele Kollegen, Personal von ihm in den Schulungsraum setzen, wie er zur Verfügung hat. Die Übertragung bleibt die gleiche. Wir haben bei Hightech im Service folgende Ziele. Wir wollen eine sehr hohe First-Time-Fix-Rate an den Tag legen, eine sehr hohe Kundenzufriedenheit pflegen und zum anderen eine schnelle Reaktionszeit gewährleisten. Von den 3 genannten Zielen ist mir die Kundenzufriedenheit am wichtigsten. Gerade das ist wieder so ein menschlicher Punkt. Ein zufriedener Kunde empfiehlt uns dann natürlich nachher auch weiter und am Ende vom Tag macht es einfach nur Spaß, nachher zusammenzuarbeiten. Wenn die Anlage läuft, wenn die Anlage fehlerfrei funktioniert, der Kunde produzieren kann, und dann hat der Kunde natürlich auch keinen Stress. Dann ist der Kunde glücklich, kann produzieren. Ich bin natürlich auch dann glücklich. Dank Visual Support können wir mit dem Kunden virtuell zusammenarbeiten und kollaborieren. Da sind wir direkt nah an dem Kunden dran und können ihm sozusagen über die Schulter blicken. Und das trägt dann wesentlich der Kundenzufriedenheit bei. Ich denke, das Wesentliche, was den Servicetechniker dazu unterscheiden wird, ist, dass der nachher nicht nur mit seinem riesengroßen Werkzeugwagen durch die Gegend fährt, weltweit, sondern dass er dann nachher einen virtuellen Werkzeugwagen dabei hat. Die ganzen Papierformen wegfallen. Es werden zur Analysezwecke nachher viel mehr digitale Tools nachher eingeführt werden. Also gerade unser Visual Support, wo dann hergenommen wird, um nachher auch vorbeugend herauszustellen, benötige ich zum Beispiel noch zusätzlich etwas für die Wartung? Kann sonst noch etwas ausfallen? Ich denke, da wird auf jeden Fall ein großer Schritt in die Richtung gehen. Mein Arbeitsalltag hat sich in dem Sinne verändert, dass ich nun von überall aus arbeiten kann. Ich muss nicht mehr zu jeder Zeit im Büro sein bei uns. Es besteht die Möglichkeit, nachher auch den Kollegen und auch den Kunden zu unterstützen, ich sage mal jetzt weltweit. Also da kann ich dann nachher sitzen, wo es mir gerade beliebt, übertrieben gesagt. Das gibt nachher nicht nur mir die Möglichkeit, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu leben, sondern auch meine Kollegen.